Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es bei uns leckeres, fluffiges, luftiges Knoblauch-Kräuterbrot. Zwar aus weißem Mehl, aber dafür ist es so lecker, Mashallah. Und das kann man dann zu einer Grillparty zum Beispiel mitnehmen. Ihr seht, wie fluffig das ist, wenn man drauf drückt, dann gibt es nach. Ja, und das ist voller frischer Knoblauch kommt da rein. Auch gebe ich da ganz viel Käse rein in diesen Teig und es ist einfach ein herrliches Brot, das man einfach so allein essen kann oder eben zu gegrilltem. Frisch ist es am allerleckersten zu genießen, aber man könnte es theoretisch auch einfrieren und später wieder auftauen und dann essen. Für den Teig geben wir jetzt ein halbes Päckchen frische oder gefrorene Hefe in eine Schüssel, fügen da 2 Esslöffel Zucker hinzu und eine Tasse lauwarme Milch. Das ist einfach jetzt für die Hefe, damit die Hefe anfängt zu arbeiten, und dann lassen wir diese lauwarme Milch, nachdem wir das schön vermischt haben, kurz stehen, damit sie schon anfängt zu arbeiten, so wie hier jetzt. Hier ist sie jetzt schon dickflüssig geworden, die Hefe fängt schon an zu arbeiten, und jetzt geben wir 2 Tassen weißes Mehl hinzu, rühren das schön um und kneten diesen Teig schon mal ein bisschen mit dem Löffel durch. Letztendlich habe ich dann doch noch ein bisschen mehr Milch hinzugegeben. Also insgesamt habe ich etwa so 1,5 Tassen warme Milch hinzugegeben. Die Milch muss immer lauwarm sein. Dann geben wir jetzt 2 Esslöffel weiche Butter hinzu und dann eine Menge an frischem Knoblauch. Das waren hier etwa so 8 Knoblauchzehen und dann frische Kräuter hier. Das hier ist gefrorene Petersilie gewesen. Man kann natürlich auch frische Kräuter nehmen, aber das spielt letztendlich keine große Rolle. Eine Tasse geraspelten Käse gebe ich hinzu, ein Ei noch. Und dann geben wir noch Parmesankäse auch hinzu. Also ich liebe es, wenn viel Käse im Brot ist. Parmesankäse etwa 3 Esslöffel. Dann Pfeffer nach Geschmack und Himalaya-Salz nach Geschmack. Also ich habe hier 1 Teelöffel Salz hinzugegeben, aber man könnte noch ein bisschen mehr hinzugeben, wenn man es ein bisschen salziger mag. Und hier geben wir jetzt noch die restliche lauwarme Milch hinzu. Also was das Salz betrifft, da würde ich schon ein bisschen mehr, da würde ich schon mindestens so 1,5 bis 2 Teelöffel Salz hinzugeben für diese Menge. Ja, und jetzt wird einfach nochmal alles richtig gut durchgeknetet, bevor wir dann den ganzen Teig gehen lassen. Also was die Menge der Milch betrifft, da müsst ihr einfach schauen. Der Teig sollte nicht allzu klebrig sein, aber auch nicht zu fest. Er sollte so eine mittelmäßige Konsistenz haben. Ja, und dann werden wir ihn gehen lassen. Und hier ist er jetzt richtig schön hochgegangen, wie wir sehen. Und da er doch ziemlich klebrig ist, musste ich immer wieder Mehl in die Hände nehmen, um ihn dann so ein bisschen wieder neu durchzukneten hier. Dann haben wir ihn letztendlich auf das Brett gegeben. Und mit ein bisschen Mehl, das wir dann auf die Fläche aufstreuen, werden wir jetzt den Teig in kleine Bällchen aufteilen. Ihr seht, der Teig ist doch richtig klebrig, also man kann auch etwas weniger Milch nehmen. Da müsst ihr dann einfach schauen, damit ihr eine gute Konsistenz zusammenbekommt, damit der Teig nicht so allzu klebrig sein wird. Nach dem Hochgehen wird er also noch mal kurz einmal durchgeknetet, und dann werden wir ihn jetzt aufteilen in verschiedene Segmente, aus denen wir dann kleine Bällchen formen werden, und aus diesen Bällchen werden wir dann die Brötchen formen, diese leckeren Kräuter-Knoblauchbrötchen. Während dem Hochgehen dieses Teiges und der Verarbeitung dieser Brötchen hat man ständig diesen starken Knoblauchduft wahrgenommen, denn wir haben ja wirklich viel Knoblauch in diesen Teig gegeben. Das waren ja ungefähr 8 frische gepresste Knoblauchzehen, und das schmeckt man hinterher auch. Das schmeckt dann halt richtig lecker nach frischem Knoblauch, sobald die fertig gebacken sein werden. Ja, und so, nachdem wir dann alle Bällchen fertig geformt haben, rollen wir jedes einzelne Bällchen wiederum so aus mit der Kuchenrolle und rollen das dann auf diese Weise ein. Das kann man so machen, aber das ist jedem Einzelnen überlassen. Man könnte auch diese Bällchen einfach so lassen und sie dann zu runden Brötchen backen. Das kann man auch machen natürlich, ne? Ich habe sie halt jetzt auf diese Weise jedes Mal immer so ausgerollt mit der Kuchenrolle und dann wiederum auf diese Weise eingerollt.
Dann haben wir dann so längliche Brötchen später bekommen. Aber das kann man machen, wie man möchte. Wichtig ist aber, dass man nachher diese fertig gerollten Brötchen noch einmal kurz aufgehen lässt eine Weile, also ein bisschen stehen lässt bei warmer Temperatur, bevor man sie dann am Ende mit diesem geschlagenen Ei bestreicht und dann in den Ofen gibt. Hier hatte ich sie dann nochmal gehen lassen. Wie wir sehen, sehen sie jetzt etwas größer schon aus, nachdem sie nochmal hochgehen durften. Wichtig ist eben, dass sie mindestens eben zweimal insgesamt, also einmal den Teig vorher und dann eben die Brötchen noch einmal hochgehen durften, damit dann hinterher die Brötchen richtig fluffig werden. Hier backen sie jetzt und hier sind sie jetzt fertig gebacken. So sehen die dann am Ende aus. Hier haben wir so eine richtig schöne Blume. Und man könnte praktisch diese ganze Blume hier jetzt zur Grillparty hinbringen. Und dann kann sich jeder so ein Brötchen da abnehmen. Und guck mal, wie schön fluffig die sind. Wenn man drauf drückt, dann lassen sie so nach und gehen auch richtig hoch. Also gehen richtig runter und wieder hoch danach, sobald man loslässt. Das zeigt, wie schön fluffig und luftig die sind. Ja, und die schmecken dann halt so richtig lecker nach Knoblauch, sehr stark nach Knoblauch und Kräutern und dem Käse, der da drin enthalten ist. Ganz was Leckeres, Mashallah. Frisch sind die eben am allerleckersten, wenn sie noch so warm sind und man sie dann in diesem Zustand isst. Eine tolle Beilage zu jedem Grillfest, aber auch zu jedem anderen Gericht kann man diese Brötchen als Beilage reichen. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachbacken dieser leckeren Knoblauchbrötchen. Lasst es euch schmecken. Ich wünsche euch guten Appetit. Vergesst nicht Bismillah zu sagen. Und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal. Liebste Grüße. Salam alaikum. Eure Mariam.